Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU8 auf dem Nekromanten-Server und wir haben es gerade zum Aufnahmezeitpunkt Sonntag, also ist heute der dritte Tag, kurz vor 0 Uhr. Wir haben jetzt noch knapp 20 Minuten Zeit zum Pushen und werden das auch so gut wie möglich nutzen. Ich habe heute hier noch nicht viel getan. Alu ist noch fast komplett unverbraucht. Und das erste, was wir mal machen, wir testen mal ganz kurz die Dungeons an, bevor wir mal die Alu klicken, denn auf Stufe 40 können wir auch bereits schon den nächsten Dungeon freischalten. Ich spiele weiterhin auch ohne irgendwelche Berechnungen hier anzustellen auf dem Server mit SF-Tools oder so. Ich probiere einfach ganz oldschool-mäßig, ob die Dungeons funktionieren oder nicht. Und dann, ja, nach ein paar Tries merke ich halt, okay, klappt jetzt nicht so unbedingt, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen würde ich sagen, wir haben noch so viel Alu heute, dass wir das ganz easy mal auf, uns auf Stufe 40 spielen. Dann ganz entspannt den neuen Dungeon freischalten, dort die ersten Etagen mitnehmen und uns dann neu equippen, um dann halt eben noch weiteren Fortschritt zu erlangen. Hoffentlich. Das ist eigentlich schon eine geile Quest hier, die muss ich eigentlich annehmen. Hier, wenn man sich die hochrechnet, gibt die gerade mal 16k XP und das bringt halt 25 auf 10 Alu. Da sind wir auch schon Stufe 40 und ich hoffe mal, wir haben mit dem Key jetzt ein bisschen mehr Glück. Ich starte einfach nochmal ganz kurz neu, um auf Nummer sicher zu gehen, dass das Spiel auch wirklich checkt, dass ich jetzt Stufe 40 erlangt habe. Ja, solltet ihr auch immer vorsichtshalber machen. Man weiß immer nicht, ob das alles so mitgetrackt wird. Die ist eigentlich auch schon gut, aber ich will jetzt erstmal kurze Quests annehmen hier. So kurz wie möglich natürlich, damit wir so schnell wie möglich auch den Schlüssel wieder bekommen. Und wir hoffen mal, dass es jetzt wirklich nicht ganz so lange... Ja, okay, gut. Das war noch einigermaßen erträglich, ja, im Vergleich zu den 2 Tagen davor. War das heute wirklich, muss man schon fast sagen, lucky gewesen. Obwohl uns das auch ein paar Alu gekostet hat, aber das ist nicht so wild. So, jetzt pushen wir die Dungeons, ja, und schauen mal, ob wir vielleicht noch das ein oder andere Level-Up mitkriegen. Da sind wir schon Stufe 41, ja. Und mal gucken, kriegen wir den noch down? Der könnte mit ein bisschen Glück vielleicht noch so gerade fallen. Mal gucken, der ist 62, hier haben wir einen mit 64. Okay, ich glaube, der müsste noch mit am schwächsten sein. Ist er auch. Stufe 42 haben wir erreicht, ja. Haben wir auch ein Item, was jetzt nicht so sonderlich von Belangen ist. Allerdings überlege ich bald auch das Item hier zu wechseln, weil eventuell ein Slot-Item mit Stein halt besser ist als das, was wir jetzt hier aktuell drin haben. Und wir können halt mittlerweile schon ganz gute Steine. Wir gucken mal ganz kurz, was wir für Steine bekommen können hier. 76 jetzt schon mittlerweile, also die Gilde. Auch wenn sie so teils Free-to-Play, teils Pilzer-Gilde ist, gibt trotzdem Gas. Muss man mal so sagen einfach. Und vielleicht ist es auch das, was wir jetzt erstmal machen. Wir schauen mal, ob wir vielleicht eine Waffe kriegen und eventuell eine Kopfbedeckung mit noch einem besseren Stein drin. Eventuell hier und da mal ein paar Steine austauschen, weil ich glaube, ich habe noch ein paar, die sind noch ein bisschen älter, ja, 49 und so haben wir hier noch. Da kann man ein bisschen was, 48, kann man ein bisschen was ändern. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Wir achten primär auf Waffen. Gut, Waffen haben wir eigentlich eine ganz gute. Kopfbedeckung, würde ich sagen, ist jetzt das, was uns jetzt hier hauptsächlich ins Auge fallen sollte. So, Geschick ist jetzt nicht so. Aber trotzdem... Okay, da habe ich nichts gesagt. Also die Schuhe, die muss ich eigentlich mitnehmen. Die sind zu gut, um die liegen zu lassen. Beziehungsweise sind meine halt noch zu alt gewesen. So. Oh mein Gott, Alter, was geht denn bei der Spanne rechts raus? Ist ja noch viel mehr Potenzial, sehe ich gerade. Okay, gut, dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht doch noch eine ganz in Ordnung, eine einigermaßen gute Waffe vielleicht noch kriegen. Das wäre aber halt eben nur... die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen. So, wir achten trotzdem weiter auf die Kopfbedeckung. Was haben wir hier? Ausdauer. Wir haben jetzt nicht so viel Ausdauer, muss ich sagen. Also wir sind relativ squishy auf jeden Fall gerade unterwegs. Ja, schade.
Da sind leider nicht die richtigen Attribute dabei. Intelligenz, Ausdauer. Ja, damit kann man doch arbeiten. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist sogar mehr als das, was wir in alle Attribute haben. Wir verzichten natürlich auf Glück und so. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber dafür kriegen wir halt noch einen sehr guten Stein. Wir brauchen jetzt 2 Steine. Ja, Intelligenz, Ausdauer wäre ganz gut. Hoffentlich haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Okay, einmal Ausdauer. Und das zweite Mal Intelligenz wäre gut. Ich bin kein Kundschafter. Ich weiß nicht, ob das Spiel das checkt. Ey, das ist... okay, gut. Dankeschön. Ein 76er Stein, das ist schon echt gut. Kann man auch tatsächlich überlegen, die Waffe zu tauschen hier, weil das in der Waffe halt doppelt zählt. Und das würde, glaube ich, schon ein bisschen was ausmachen. Jetzt schauen wir aber einfach mal, ob wir jetzt den nächsten Gegner hier vielleicht besiegen können. Da brauchen wir halt ein bisschen Glück. Ich muss ein bisschen nebenbei die Zeit im Auge behalten, weil ich halt, wie gesagt, nicht, weil wir kurz vor Mitternacht sind. Und da haben wir ihn down, ja. Wir gucken uns mal ganz kurz den Kampf an, ja. Also, wir spielen ja hier auch eine neue Klasse. Da wollen wir uns auch die Dungeon-Kämpfe mal anschauen, hier so ein bisschen. Ich spule allerdings mal ein bisschen vor. Gerade finde ich persönlich beim Nekromanten macht es sehr viel Spaß, die Kämpfe anzuschauen, weil gerade wegen solchen Sachen, durch so eine Sachen, das macht halt ultra viel Spaß. Oh Gott. Oh Gott, okay, da kommen wir erstmal nicht dran vorbei. Es macht ultra viel Spaß, die Kämpfe zu beobachten, weil die halt so absolut random sind. Und du kannst da mal so eine krasse Keule raushauen, so, das ist unglaublich. Ja, also das bockt auf jeden Fall schon. Sehr schön. Was genauso bockt, ist hier unser Fortschritt in den Dungeons. Den schauen wir uns auch mal an. Auch wieder den Hound gehittet hier. Ja, aber nicht gekrittet. Okay, wenn die Dinger kritten, dann ist over. Guckt euch mal den Schaden an und das waren nicht mal Crits. Stell dir mal vor, das sind Crits, Alter. Der one-shottet fast die Gegner. Das kommt dir nicht so vor wie so eine niedrige Chance irgendwie. Also, der sah gerade aus, als der irgendwie gefühlt 10% Chance hat, dass der liegt, so gefühlt. Also, der hatte aber safe bestimmt unter 1% gehabt. Gehe ich mal von aus. Vom Gefühl her. Ja, hier ist halt das Ding, der gibt uns ein safes Epic. Hier dauert es halt noch, aber das ist, glaube ich, der nächste Gegner, den wir hier besiegen könnten. Ja. Oh, sehr nice. Okay, ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht nochmal uns neu equippen, beziehungsweise in die Edelsteinmine ein paar neue Steine holen. Gucken wir uns den Kampf an. Gegen den Schatten-Alligator. Boom. Alter, der Hound, der haut so rein, der Hound. Ja, das ist schon echt krass, wenn der trifft. Aber du musst halt erstmal 50% Glück aufbringen, dass du überhaupt so ein Spell aktivierst. Dann muss es von eins von den dreien, muss es dann der richtige sein, in dem Fall dann der Hound. Und dann muss der halt eben auch noch critten, ne? Und halt auch treffen. Die Gegner können halt auch blocken und ausweichen. Ja. Okay, jetzt sieht es hier überall sehr düster aus. Obwohl bei dem hier teilweise echt gute Tries mit dabei gewesen sind, ne? Der kommt mir am niedrigsten vor, so von der Prozentchance her. Ja, wollen wir mal schauen. Eine neue Waffe wäre halt schon echt geil, so, ne? Vor allen Dingen die Steine, die wir halt finden können. Boah, guckt euch die Spanne an, oh mein Gott. Digga, die würde ich ja schon fast mitnehmen. Wäre hier Ausdauer drauf, hätte ich gekauft. Aber Glück ist halt so... Ja, weiß nicht, was bringt dir Glück, wenn du dann keine Attribute hast, so mäßig, ne? Oh mein Gott, guckt euch das an. Aber Geschick kannst du halt auch nicht... Ne, ich brauche eine neue Waffe. Das geht nicht anders. Das lächelt mich hier zu sehr an. Oh Gott, Ausdauer und Glück. Wir verzichten auf Intelligenz. Wir haben halt jetzt momentan gerade noch nicht sehr viel Glück, ne? Das ist halt das Ding. 36 mehr DSS, das könnte hier schon dazu führen. Oh, ich muss die mitnehmen. Es geht nicht anders. Oh, 285, Digga. Das ist ja noch besser. Oh, und Ausdauer. Oh, fuck. 31. Gut, ein bisschen weniger DSS, aber die Spanne. Och Mann, jetzt ärgere ich mich, dass ich die gekauft habe, ne? Aber was willst du machen? That's the game, ne? Das, kannst nichts machen. Müssen wir nehmen. Ist zwar Ausdauer, aber die Spanne ist viel, 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 viel wichtiger und trotzdem haben wir mehr Durchschnittsschaden. Jetzt brauchen wir unbedingt einen Intelligenzstein. Mir bringt es nichts, hier jetzt noch einen Ausdauerstein reinzuklatschen. Wir brauchen jetzt Schaden. Ja, ist schön. Nice to have.
aber kann ich im Moment jetzt wirklich gerade nicht gebrauchen. Wir brauchen wirklich jetzt hier einen Intelligenzstein. Dankeschön. Danke, 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 danke. Wir starten schon mal gleich den nächsten. 77. Okay. Boom. Damit sind wir schon mal besser. Und jetzt haben wir irgendein Item, was noch übel alt ist irgendwie. Damit wir das austauschen können. So. Wo ist denn der älteste Stein? Hier so ein Gürtel. Der Gürtel könnte vielleicht einen neuen Gürtel. Boah, neuer Gürtel würde krachen. Der hat auch deutlich mehr Rüstung. Würde vielleicht auch nochmal... Ja, oh mein Gott. Alter, der ist ja unglaublich huge. Ja, geil. Sehr schön. Tauschen wir den auch aus. Das ist auf jeden Fall der Fortschritt, den ich mir jetzt gerade so wünsche. Ansonsten, ja, 115 Rüstung. Wie sieht es denn hier mit der Rüstung aus? Rüstung auch nicht zu unterschätzen im Early Game, ne? Die Schuhe haben wir, glaube ich, gerade gewechselt, ne? Da sehen die Attribute halt noch so gut aus. Handschuhe? Ich weiß nicht. Handschuhe vielleicht noch? Muss man mal schauen, was wir hier kriegen so. Ist jetzt nicht so viel besser. Wir könnten halt ein bisschen mehr Rüstung vielleicht vertragen auf den Handschuhen. Aber macht jetzt, glaube ich, nicht so den Kohlfett. Ich würde mal sagen, wir schauen mal rein, ob das jetzt schon reicht für den nächsten Dungeon-Gegner. Ich hätte halt noch ganz gerne den einen oder anderen Stein ausgetauscht. Mal gucken, haben wir hier noch einen mit unter 40? Ne, die sind wir losgeworden. Der hier ist jetzt mein schwächster Stein. Dann gucken wir nochmal ganz kurz bei den Extras. Intelligenz, Ausdauer. Ja, moin, Alter. Okay. Ja, also nachdem wir sehr, sehr viel Pech hatten auf dem Server, werden wir jetzt hier so ein bisschen belohnt wieder, sag ich mal. So, jetzt noch noch ein Ausdauerstein. Ist nicht ganz so geil. Sind wir ziemlich tanky, aber wir wollen eigentlich den Damage haben. Boah. Skippen wir nochmal. Schwierige Angelegenheit. Aber wir nehmen den trotzdem mit, weil er trotzdem natürlich gut ist. Aber jetzt haben wir mehr Ausdauer als Intelligenz. Das wollen wir als Magier eigentlich nicht haben. Aber ja, es geht jetzt in dem Sinne leider nicht anders. Wir sind halt ein Tank-Mage sozusagen. Tank-Necromant. Der Nekromant, der profitiert leider auch nicht so sehr viel von Leben. Weil der halt sehr dem Magier ähnelt. So. Aber wir haben ihn besiegt. Es hat gereicht. Und es ist ein 3-Stat-Item. Ja. Oh mein Gott, wechseln wir natürlich direkt nochmal aus. Ja, ich hoffe mal, das hat jetzt den entscheidenden Unterschied gebracht. Ansonsten wäre das Item ziemlich wasted. Weil wir das natürlich jetzt eigentlich wieder direkt verkaufen. Und den da rein. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr Intelligenz drin. Schöne Dungeon-Push-Folge hier heute auf dem Freien. Ja, also, obwohl wir auch so viel Pech hatten jetzt beim Serverstart, es macht trotzdem natürlich Spaß. So ist ja nicht, ne? Ich habe mich von gestern auch schon wieder ein bisschen beruhigt. Ja, so, jetzt ist die Frage. Wir haben ja ein bisschen Gold auf der Tasche. Das will ich eigentlich nutzen für neue Edelsteine. Aber wir gehen mal ein bisschen in Glück rein. Ja, ein paar Skips können wir uns ja noch leisten. Wir gehen mal auf 1000 Gold erstmal runter. So, okay. Und dann hoffen wir mal, dass wir den nächsten... Wir haben ja auch noch die ganze Alu, ne? Für die Alu müssen wir dann auch spielen. Aber Stufe 50 werden wir heute, glaube ich, nicht mehr erreichen. Dafür reicht es, glaube ich, nicht aus. Vielleicht kriegen wir ihn noch hier down vorher, bevor wir unsere Abenteuerlust noch zu Ende spielen. Ah, da muss es halt wieder komplett passen, ne? Mal schauen. 78. Der schwächste Stein ist der hier gerade. Den könnten wir noch austauschen. Der hier ist auch noch relativ bad. Mal schauen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Nee. Wir wollen Ausdauer oder... Oh, das ist aber auch wirklich schmerzhaft hier. Oh, das tut weh. 1, 2, 3, 4, 5 Skips einfach umsonst. Ja, Digga. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das kannst du nicht machen. Wir haben 7 Skips einfach umsonst jetzt gemacht, ne? Einfach umsonst. Ja, das tut natürlich ganz, 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 ganz toll weh. Oh, fuck. Gehen wir da jetzt noch weiter runter, ist die Frage. Nee. Ich glaube, wir lassen es. Ich glaube, wir spielen jetzt safe unsere Alu runter. Ja, wir haben ja jetzt noch ein bisschen was vor uns.
Wir haben es jetzt 10 Minuten, haben wir jetzt noch Zeit, ja. Ich habe hier jetzt auch nicht großartig weiter meine Festung jetzt hier ausgebaut, weil ich mir jetzt auch nicht das Paket geholt habe auf dem Server, ja. Übrigens, was ich euch auch immer empfehlen kann, ist, auch wenn ihr zum Anfang noch keine Ressourcen bekommt hier durch die Gegner, ist es trotzdem empfehlenswert, schon mal die Kämpfe zu machen, weil ihr dann in der Ehre ein bisschen weiter aufsteigt und dann seid ihr, ich sag mal, so ein bisschen mehr oder weniger unter euresgleichen, weil die Leute, die noch keine Kämpfe gemacht haben und so weit unten rumgurken, das sind dann auch meistens die Leute, die dann ihre Verteidigung und so ausbauen. Und gegen solche Leute wollt ihr natürlich möglichst nicht antreten. Deswegen ist das vielleicht empfehlenswert, wenn ihr euch da schon ein bisschen Ehre erfarmt habt und schon ein bisschen höher in der Rangliste seid. So. Zumal die ganzen Festungspartnerschaften und alle Leute, die halt so eine Teilschusstaktik machen, die sind halt sehr weit oben in der Ehre, weil die halt sehr viele Kämpfe halt eben logischerweise auch gewinnen mit einem Soldaten durch halt eben Festungspartnerschaften und Teilschutztaktik und automatisch dann natürlich ein bisschen höher gelistet sind in der Ehrenhalle. Deswegen wollt ihr da nicht so weit behind fallen und deswegen vielleicht auch schon vorab immer ein paar Kämpfe hier und da machen, auch wenn euch das in dem Sinne so noch nichts bringt, aber die Ressourcen sind jetzt auch noch nicht so krank, dass man die jetzt nicht bezahlen kann. Da ist, finde ich persönlich, die Ehre ein wenig wichtiger. So, wir gehen natürlich auf Full XP, ne, das ist ganz klar. Ja, müssen wir auch wieder die Zähne annehmen. Stufe 47, so. Wir haben jetzt auch einiges an Gold über, was wir noch festskillen können. Ich würde sagen, wir gehen einfach noch ein bisschen weiter in Glück rein. Wir haben jetzt nicht so viel Glück momentan. Bisschen in Ausdauer und ein bisschen hier in Intelligenz rein. Die Skips erspare ich, glaube ich, mir heute mal. Ich glaube, da stehen wir heute auf dem Kriegsfuß mit der Mine, ja. Und dann skippen wir noch unsere Quest durch und versuchen mal, vielleicht auf Biegen und Brechen könnte man halt jetzt Stufe 50 erreichen, wenn wir jetzt nochmal vielleicht eine noch heftige Waffe finden, die Edelsteine komplett maxen. Ja, da ist noch Potenzial rauszuholen. Und dann würde ich, glaube ich, so, ja, mir noch so, ich sag mal 40 Alu lassen, ne, damit ich noch den Key finden kann für den 50er Dungeon. Dann könnten wir halt am Wochenende, weil es halt jetzt noch Event ist, könnten wir halt noch vom Epic Event ein bisschen profitieren, könnten uns komplett episch ausrüsten. Und das macht halt den extrem kranken Unterschied aus, ne? Weil ab der Stufe könnt ihr halt eben, euch komplett mit 3er Epics ausrüsten, was halt eben auch euer Glück extrem boostet, weil es halt eure 3 Hauptattribute sind, sag ich mal in dem Sinne. Und dann habt ihr auch nicht mehr so dieses Glücksproblem. Deswegen am Anfang braucht man gar nicht so viel Skillen. Nur halt so bis Stufe 50 so ein bisschen und dann trägt einen schon fast eigentlich, tragen einen schon fast die Epic-Gegenstände. Was haben wir hier noch für eine Waffe? Intelligenzglück. Boah, oh mein Gott. 200 ist auch schon keine schlechte Waffe an sich, ne? Aber ich nehme die Quest an. 8, so, die würde ich jetzt noch trinken. Ja, das Bierchen hier würde ich mir jetzt noch genehmigen. Gucken, wie hoch wir jetzt noch damit kommen. Ein Level Up kriegen wir damit noch hin. So. Zack. Und ich habe leider nicht mehr das großartige Pilzkontingent am Start hier auf dem Server. Ja. Ach, so ein Walfischstreck, Alter. Und ansonsten hätte ich mich halt jetzt nochmal mit den Steinen nochmal ein bisschen vorangetrieben. Wir gucken nochmal nach einer Waffe hier. Ja, okay. Ne, lohnt sich jetzt auch nicht so dolle. Ja, und dann hätte ich halt jetzt einfach hier noch den Rest reingeskillt, so ein bisschen Up in Damage damit, zack. Und mit besseren Steinen noch versucht, die letzten Gegner hier noch aus dem Leben zu schallern, weil die sind machbar. Ne? Die sind jetzt nicht so ganz heftig unterwegs hier. Die trinken wir schon mal. Weiß ich nicht. Ist die Frage. Investieren wir jetzt hier noch rein? Oha. Es ist sehr knapp, aber
er will, glaube ich, nicht so richtig, wie ich das möchte. Deswegen lassen wir das sein an der Stelle. Man muss ja auch ein bisschen vernünftig bleiben hier, ne? Und deswegen trinken wir jetzt noch unsere letzten Bierchen. Ja, in dem Wissen, dass wir jetzt hier großartig nicht mehr viel reißen können. Wie gesagt, Unlimited Pilze heißt natürlich auch Unlimited Level so vom Ding her, ne? Aber meine Pilze sind halt eben auch nur begrenzt so und nicht wie viele denken halt unendlich. Und deswegen, ja, muss man halt auch wissen, an welcher Stelle Schluss ist. Bringt ja auch nichts, wenn ich den nächsten Tag nur noch 0 Pilze auf dem Konto habe. Oh, wir gehen mal risky. Wir nehmen mal die Quest an. Ja, das hat sich gelohnt. Okay, die letzten 2 Bier immer splitten. Okay, wir haben es jetzt auch 5 vor. Also wir haben jetzt eh nicht mehr viel Zeit gehabt vom Ding her. Also nutzen wir nochmal den Rest. Elevator müssen wir auch nochmal reinschauen. Ja, da habe ich jetzt heute auch noch nichts gemacht. Da müssen wir auch noch ein bisschen nachholen. So, mal schauen. Wir kriegen auch zwischendurch mal ein paar Schlüsselkarten hier von den Gegnern. Das ist auch ganz nice. Da können wir uns ein paar Etagen noch hochkämpfen. Ja, wir haben noch ein paar Free Tries, die werden wir komplett auch nutzen. Obwohl, wir stecken mal noch den Rest hier. Obwohl, nee, warte mal, was haben wir denn Ausbauten hier? Wir machen mal noch ein bisschen Ausbauten-Action so. Okay, das ziehen wir schon mal auf 10 hoch. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt noch ein bisschen in meine Stats gehe, damit ich noch im Elevator ein bisschen vielleicht noch weiter vorankomme. Aber wir lassen das so und dann tun wir der Gilde noch ein bisschen was Gutes hier. Glücksrad wird noch gedreht zum Ende des Tages. Zack. Ja, und das ist eigentlich so das, was ich mir so erhofft habe. Also da haben wir auch heute ein bisschen mehr Glück. 8, 9. Okay, und dann haben wir das hier fast auch im Maximalausbau. Boah, oh mein Gott, das ist ja auch schon wieder besser hier, ne? Alter. Ach, Digga. Es kracht. Das ist wirklich frech. Ja, also ja, mit den Steinen haben wir leider nicht so viel Glück gehabt. Ja, obwohl ich sagen muss, 10, also 14 Stats mehr. Das sind, ja, das kann ich hier auch durch die Skillungen her jetzt gut machen. Fast, ja. Und dann sind wir soweit eigentlich hier durch die restlichen Stats noch rein, dass uns so wenig wie möglich Gold geklaut wird. Dann noch die Daily Kämpfe hier noch. Und dann haben wir den Tag Nummer 3 auch heute erfolgreich bewältigt. Ja, natürlich erfolgreich im Sinne des Betrachters, ne? Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Level gut gemacht und sind jetzt für die nächsten Tage auf jeden Fall auch gut aufgestellt, so was das angeht. So, sogar Stufe 49 noch geschafft. Okay, uns fehlt hier noch das Ding. Ein Kampf mit bloßer Hand. Okay, den Kampf mit bloßer Hand, den bestreiten wir noch hier, gar kein Problem. Da suchen wir uns irgendeinen aus hier. In dem Bereich, einen ganz schwachen. So, immer auf die Schwachen. Zack. Und dann nehmen wir hier uns noch das Gold mit. Boom. Und dann haben wir soweit erstmal heute alles erledigt. Ja, den Rest noch verskillen. Ja, und so sieht es momentan aus. Der Zwischenstand auf dem Server. Gucken wir uns mal die ersten Ränge an. Wenn das hier auch mal aktualisieren würde, das dauert immer ein bisschen. Ja, es hat sich ein bisschen gespreadet, muss ich sagen. Also, wir haben jetzt ein paar mehr Leute. Vorher war ja hier der Honey unangefochten auf Platz 1. Jetzt sind so die Dämonjäger ein bisschen am Rasieren hier. Ein paar von Nothing Else Matter sind hier auf Platz 1, 2, 1 und 2. Ne, 1 und 3. Also ein paar Leute schummeln sich hier zwischen. Ansonsten ist Freedom die Gilde, die hier krank dominiert, auf jeden Fall. Und mal schauen, wie sich das die Tage noch weiterhin entwickeln wird. Jetzt haben wir ja auch bald nächstes Wochenende dann Black Friday Event, beziehungsweise das Black Weekend, so, ne, wo halt auch nochmal durch die schwarzen Edelsteine wahrscheinlich die Leute versuchen, ein paar neue Stufe 300er Rekorde aufzustellen. Das werden wir natürlich auf jeden Fall sehr, ja, engmaschig mit begleiten, sag ich mal. Ne, da gucke ich auf jeden Fall drauf, wie die Leute hier so abgehen auf dem Server. Und ja, das ist erstmal so unser kleiner Fortschritt hier für den Tag Nummer 3.
von EU8. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.